Hallo zusammen, ich bin Adel der Reisende und ich reise mit meinem Camper und meinen 2 Hunden durch Griechenland aktuell. Und heute möchte ich das Thema Veränderung nochmal ansprechen und an mein letzten Video anknüpfen. Und zwar möchte ich über meine eigene Veränderung reden, weil ich habe mich extrem seit den letzten 5 Jahren verändert und bin in die Transformation gekommen oder gegangen. Ja, also ich zeige euch mal kurz, wo ich hier bin. Auf Peloponnes fahren, eine Stunde nördlich jetzt. Es ist hier so eine etwas rauere Küste. Es ist heute wieder etwas windiger, aber hier geht es einigermaßen. Und wir laufen jetzt mal hier ein bisschen durch die Natur. Und ich nehme euch da mit. Das ist der Buddy. Der guckt schon ganz gespannt, was ich hier mache. Da hinten streuen hat der Gordi rum. Der will in eine andere Richtung gehen. Ja, da kommt er. Ja, komm mal her. Zeig dich mal. Das ist der Gordi. Okay. Also. Ich fange mal mit meiner äußeren Transformation an. Und zwar vor 5 Jahren hatte ich noch ganz kurze Haare und keinen Bart. Ich sah ganz anders aus. Ich sah gar nicht, ich sehe ganz anders aus irgendwie. Ich weiß nicht, ich sehe jetzt authentischer aus, finde ich. Und ich bin auch reifer geworden. Ich sah sehr jung aus. Für Ende 30. Jetzt denke ich, ist es schon, ja, sehe ich immer noch jung aus, klar, aber ich sehe irgendwie reifer aus, finde ich. Und ich bin auch reifer geworden, also viel selbstbewusster. Ja, jedenfalls, ich habe, ja, wie fing das Ganze an? Warum habe ich mich so verändert? 2017 hatte meine Ex-Frau ein Sabbatjahr genommen und sie war auf Reisen, große Fernreisen. Und ich war arbeiten und habe sie dann immer alle 3 Monate besucht für einen Monat. Und wir haben gemeinsam den Urlaub gemacht. Quasi unser Flitterjahr war das. Wir haben in Sydney geheiratet. Freie Trauung, nur wir beide. Und war sehr schön. Aber also nach den 9 Jahren Beziehung hat sie dann, als sie zurückkam, mit mir Schluss gemacht. Gut. Da war ich erstmal am Boden zerstört. Aber ich wurde vorbereitet. Lustigerweise hatte ich 1-2 Monate vorher, bevor sie wiederkam, am Ende der Reise, also am Ende des Sabbatjahrs, ich hatte ja Zeit zu Hause für mich, da ich alleine war, nach der Arbeit oder am Wochenende komplett, habe ich mich mit Selbstbewusstsein beschäftigt. Habe einen Podcast über Selbstbewusstsein gehört. War okay. Also quasi Persönlichkeitsentwicklung. Aber Spotify hat dann als nächstes einen anderen Podcast abgespielt. Also das ist so Zufallsgenerator, kann man sagen. Oder was zu dem vorigen Thema passt. Und dann kam ein Thema über Bewusstsein, nicht Selbstbewusstsein, sondern Bewusstsein. Und dann habe ich mir das angehört und dann war das so interessant,
dass ich die Themen aufgesaugt habe. Ich habe in kürzester Zeit mehrere CDs durchgehört, von verschiedenen Interpreten, sage ich mal. Und ich habe mir dann überlegt, okay, was mache ich? Das Fernsehen bringt mich nicht weiter. Es ist langweilig, kostet Zeit und Energie. Weißt du was? Nach der Arbeit meditiere ich erstmal eine halbe Stunde, dann habe ich Energie und dann höre ich Podcast, halbe Stunde und ich mache noch eine halbe Stunde Fitness. Das war jedes Abend, jeden Nachmittag, jeden Feierabend meine Routine. Und die habe ich auch so durchgezogen, ein halbes Jahr. Also kannst du dir vorstellen, wenn du sowas ein halbes Jahr durchziehst, dann bist du ein anderer Mensch. Kein Fernsehen mehr gucken und dafür mehr um deinen Körper sich kümmern. Also Körper und dann Geist und Meditation und ja, ein paar Erkenntnisse über Podcasts kriegen oder ein paar Methoden oder sonst was. Also so wurde ich geführt. Das Lustige, ich wurde ja vorbereitet, dass meine Ex-Frau mit mir Schluss machen wollte. Und zwar hatte ich das irgendwie schon im Gespür, als sie zurückkam. Sehr komisch. Und dann habe ich ihr auch schon gesagt, irgendwie freue ich mich gar nicht so richtig, dass du wieder da bist. Komisch. Fühlt sich irgendwie komisch an. Also da war ich schon irgendwie auch ein bisschen vorbereitet. Und ich hatte einen Spruch im Kopf, was ich in einem Podcast gehört habe. Wenn du eine Krise hast oder irgendwas Schlimmes passiert oder du wirst verlassen oder irgendwas, dann heißt das, dass das Universum noch was anderes mit dir vorhat. Da kommt noch was. Nächstes Level. Und daran habe ich geglaubt. Der Spruch kam mir auch wieder in den Kopf. Und dann habe ich das einfach akzeptiert und habe meine Ex-Frau noch als Freundin behalten. Ich habe also eine sehr wertvolle Person für mich oder wertvollen Menschen in meinem Leben, mit der ich 9 Jahre, meine längste Zeit quasi verbracht habe, noch als Freundin behalten, als beste Freundin sozusagen. Wir waren richtig gute Freunde. Wir hatten uns nicht im Streit getrennt. Ich war also nicht die beleidigte Leberwurst, weil ich jetzt verlassen wurde. Ich habe es dann akzeptiert, als ich dann irgendwann erfahren habe, den wahren Grund, warum sie mich verlässt, dass sie sich halt in einen anderen Mann verliebt hat. Und ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, das zu akzeptieren, weil da kannst du nichts mehr machen. Und das war mein Glück, weil wir sind dann gemeinsam noch auf eine Silvesterfeier gewesen von unseren Freunden, unseren gemeinsamen Freunden. Ich habe die also auch noch als meine Freunde dann behalten, weil das waren vorher auch ihre Freunde. Und habe da meine nächste Freundin getroffen. Ich habe mich sofort in sie verliebt und dann wusste ich, was das Universum wollte. Es hat noch was anderes mit mir vor. Ja, und 2018 hat sich das noch ein bisschen hingezogen, bis wir zusammen kamen. Sie wollte, glaube ich, gar nicht oder hat das gar nicht so bemerkt, dass ich irgendwie in sie verschossen war. Ich war auch nicht so direkt. Ich halte mich da meistens etwas zurück. Jedenfalls, ich war dann in Mexiko
Anfang 2018. Erste Mal alleine gereist und ja, habe da sehr besondere Menschen kennengelernt und war bei den Pyramiden, Chichén Itzá, ganz spirituelle Orte sind das. Irgendwie sollte ich da sein. Ich habe sehr nette Menschen um mich herum gehabt und ich habe richtig Spaß gehabt in dem Urlaub. Viele Gleichgesinnte kennengelernt. Eine Wahrsagerin, mit der kam ich so auch direkt in Kontakt, die hat mir dann, also ich wollte nichts über die Zukunft wissen. Natürlich, wenn man so gerade Single ist, dann will man wissen, wie geht's weiter und so. Aber ich hatte das Gefühl, nee, ich brauche keine Wahrsagerin. Ich möchte nicht wissen, wie es weitergeht. Dann ist es langweilig. Ich möchte nicht, dass mir irgendjemand sagt, wie meine Zukunft aussieht. Denn ich kann selber meine Zukunft gestalten. Und ich möchte mir das frei halten, wie ich mir die gestalte, die Zukunft. Ja, jedenfalls habe ich da den Kontakt mit Engelzahlen bekommen durch sie. Die hat davon erzählt und so und dann habe ich auch darauf geachtet. Und dann habe ich mehr und mehr diese Engelzahlen bekommen. Das sind so Doppelzahlen oder Dreifachzahlen oder Vierfachzahlen, die man so einfach irgendwo sieht. Immer die gleichen. Meistens auf der Handyuhr. Oder im Datum. Oder überall, wo Zahlen sind. Akkustandanzeige. Da hatte ich 22% Akku um 22 Uhr 22 oder sonst was. Und das hat mir immer, ja, da habe ich mir die Botschaft dazu gelesen und so. Und das war sehr, sehr interessant für mich. Also da fing ich an, mich damit zu beschäftigen. Ja, dann Anfang 2018 hat meine Freunde drei verschiedene Freunde im gleichen Freundeskreis mit meiner, sagen wir mal, mit der Claudia, mit der ich dann später zusammengekommen bin. Und zwar war das so 3 runde Geburtstage, alle paar Monate. Und da haben wir uns immer wieder getroffen. Und irgendwann haben wir, ja, zusammengekommen, dadurch. Also Kontakt miteinander immer mehr gehabt und wir sollten zusammenkommen. Wir kannten uns schon Jahre vorher, allerdings hatte ich ja eine Freundin oder Frau und sie hatte einen Freund und das war noch nicht die Zeit für uns. Durch die Beziehung mit ihr, das war meine intensivste Zeit in einer Beziehung, waren ungefähr so 3 Jahre mit sehr großen Aufs und sehr großen Ups. Also wenn man hochfliegt über der 7. Wolke, fällt man auch sehr tief wieder. Es war auf jeden Fall eine sehr leidenschaftliche Beziehung, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie war auch vom Bewusstsein schon etwas weiter und durch sie habe ich sehr viel gelernt. Und ich gehe mal hier durchs Gebüsch mit euch. Dornen. Ja, ich versuche mich ein bisschen kürzer zu halten, weil da kommt noch einiges und ich kann das nicht alles so im Detail erzählen. Da müsste ich einzelne Videos für machen. Ich habe dann mit ihr eine Reise nach Peru gemacht und wir haben 2 Wochen im Dschungel verbracht, an einem heißen Fluss. Es war sehr magisch und haben da Ayahuasca-Zeremonien mit einem Schamanen gemacht. Und das ist ein Gebräu von einer Liane, die im
Dschungel wächst. Und die eröffnet dir einiges. Wird auch von den Schamanen La Medicina genannt. Das ist nicht eine Sache, die man aus Spaß nimmt. Da geht man auch teilweise durch die Hölle mit und kotzt alles aus, was nicht mehr zu dir gehört. Und das haben wir 6 Mal gemacht in 2 Wochen. Dann, durch unsere Streitereien, hatte ich den Drang, mehr an mir zu arbeiten. Und ich hatte auch immer Selbsterkenntnisse durch sie bekommen und sie auch, durch mich. Und so, dadurch sind wir auch immer wieder zusammengekommen oder zusammengeblieben. Und ja, wir haben uns gegenseitig hochkatapultiert und Dinge aufgezeigt wie ein Spiegel. Und ja, es war auf jeden Fall eine besondere Zeit. Sie hat mir dann von Iboga erzählt. Das ist auch mit Schamanen, kann man das nehmen. Das ist aber von Afrika, von einer Baumrinde, das Holz von einem afrikanischen Baum, Iboga. Und damit habe ich Abhängigkeiten gelöst. Man kann damit jegliche Abhängigkeiten lösen, ob es menschliche Abhängigkeiten, emotionale oder also Verstrickungen. Also das habe ich dafür genutzt, also mit meiner Intention. Aber man kann es auch für Drogenabhängigkeiten nehmen. Und das ist sehr wirksam. Ja, in der ganzen Phase habe ich auch verschiedenste Substanzen probiert. Ich war auf einmal offen für sowas. Ich hatte vorher kein Interesse daran. Ja, ich musste kurz meinen Akku nachladen. Jetzt geht's weiter. Ich versuche mich jetzt kurz zu halten. Ich versuch's. Also, ich habe auf jeden Fall die verschiedensten Substanzen ausprobiert und die haben mich im Bewusstsein hochkatapultiert, sage ich mal, so dass ich einige Erkenntnisse erhalten habe, aber auch Heilung und mir die Augen geöffnet wurden für manche Dinge. Zum Beispiel sehe ich die Natur ganz anders jetzt, also nehme ich die auch anders wahr. Das sind Lebewesen. Also ich passe schon auf, dass ich nicht auf eine Blume trete oder könnte mir auch gar keine Blume mehr pflücken. Jedenfalls, dann gab es noch ganz viele andere Heilmethoden. Muss mal gucken, wo es hier einen Weg gibt. Ich will eigentlich da hoch. Familienaufstellung, Geistheiler, da war ich bei den bosnischen Pyramiden, in den Tunneln. Da erfährt man auch einiges an Energien. Dann Schattenarbeit, Lichtarbeit kann man es auch nennen. Meditation, Lichtmeditation, Klangmeditation mit Klangschalen. Homöopathie mit Bachblüten. Also es gibt so viele unendlich kann man nicht sagen, aber eine große Auswahl. Und ich muss sagen, alles war gut für mich. Ich habe zwar nicht immer bei jedem den Durchbruch so gespürt, aber im Nachhinein muss ich sagen, alles war ein Schritt, ein Puzzlestück in meinem Leben zu meinem Bewusstsein. Es hat mich auf jeden Fall immer ein Stückchen weitergebracht, auch in der Heilung. Sachen ablösen, die nicht zu mir gehören, Fremdenergien, Entitäten habe ich mehrfach ablösen müssen. Wow, ja, und da habe ich mir mal Hilfe geholt. Und
so bin ich immer mehr zu meinem wahren Selbst geworden. Und deshalb bin ich so authentisch. Und ja, ich kann ja mal ein Foto einblenden, wie ich als André aussah mit den kurzen Haaren. Huch. Und wie ich jetzt aussehe, seht ihr ja. Und das sind nur 5 Jahre Unterschied. Und das sind ganz verschiedene Menschen. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, weil es einfach besser passt, meinen alten Namen wieder anzunehmen, den ich als Kind in Ägypten hatte. Und zwar Adel. Und als ich in Deutschland war, meine Eltern getrennt waren und ich bei meiner Mutter in Deutschland geblieben bin, wollte ich André genannt werden, weil ich wusste, ich habe ja den deutschen Namen. Und dann ist mir irgendwann bewusst geworden, dass ich den Adel ausgegrenzt habe, als ich mich mit innerer Kindarbeit beschäftigt habe. Das ist meine ganze ägyptische Kultur. Und meine ganze Familie, mein halber Familienstamm, kann man sagen. Und den habe ich jetzt wieder integriert. In der Zwischenphase habe ich mich André Adel immer genannt oder vorgestellt. Im Pass bin ich immer noch der André, aber das ist halt das konventionelle Leben. Mein voriges quasi. Und jetzt bin ich der Adel. Und das, genau wie ich mich mit den Namen beschäftigt habe, so habe ich mich auch genauso mit dem Äußeren verändert und im Inneren. Also alles gehört zusammen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sehen, wie ich mich auch verändert habe. Der André ist so der Business-Denker, Typ, der aus allem Geld machen kann. Der weiß ganz genau, wie man Business macht. Rational und rationale Entscheidungen. Und eher schüchtern. Nicht zurückhaltend, aber ich war nicht so selbstbewusst. Als Adel bin ich deutlich selbstbewusster geworden. Aber das hat vielleicht nichts damit direkt zu tun mit den Namen, sondern dass ich mich einfach jetzt so entwickelt habe. Der Adel geht mehr seine Herzensentscheidungen nach, nicht mehr so rational. Ich denke nicht alles 1000-mal nach, sondern ich lasse mich einfach leiten und vertraue. Und was noch? Ja, der André ist extrovertiert, der Adel ist mehr introvertiert, aber auch, also ich habe ja den André immer noch in mir, sonst könnte ich ja dieses Video nicht machen als Introvertierter. Ja, aber ich spüre, ich kann besser für mich sein, alleine. Ja, und das war jetzt so in Kurzfassung mein spiritueller Weg bis jetzt, bis hierhin. Und das waren nur 5 Jahre. Und ja, ihr kennt das ja, ich bin jetzt seit letztem Jahr aus Deutschland raus und habe alles hinter mir gelassen. Und habe mich bewusst jetzt dazu jetzt entschieden, diesen Weg zu gehen. Und ja, habe jetzt meine Selbstliebe sogar auf der Reise gefunden und verstanden, was es wirklich heißt, in der Selbstliebe zu sein. Dazu habe ich ein Video gedreht und meine Berufung gefunden. Das ist ja das letzte Video, vorletzte. Und ja, ich mache das einfach, um in meine Kraft zu kommen. Jetzt bin ich in meiner Kraft und jetzt kann ich auch geben. Vorher brauchte ich erstmal Energie für mich und musste für mich sein, die letzten paar Monate. Und jetzt mehr und mehr
kann ich auch weitergeben. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer überreicht mir eine kleine Wertschätzung mit einem Like mindestens und noch besser mit einem Kommentar. Damit unterstützt ihr mich und helft mir, dass die Videos auch besser gefunden werden. Ich habe vor, viele Menschen zu erreichen. Ich sehe das jetzt als meine Berufung an, Menschen Mut zu machen mit meinen Videos und zu inspirieren, sich zu verändern und sich führen zu lassen, an Gott zu glauben und vor allem an sich selbst zu glauben. Ja. Was fiel mir noch gerade ein? Also ich habe noch einen Gedankenblitz gerade drin. Muss das nur in Worte fassen. Durch das Bewusstsein bin ich zum Selbstbewusstsein gekommen. Meiner selbst bewusst geworden. Durch das Vertrauen im Außen, im Leben, habe ich Selbstvertrauen entwickelt. Ich brauche auch nicht mehr die Liebe im Außen suchen, weil ich zu meiner Selbstliebe gefunden habe. Und so geht es immer weiter. Ja, ich hoffe, ja, das ist jetzt der Abschluss. Und danke fürs Zuhören und Zuschauen. Und freue mich wieder, wie immer, auf Feedback von euch. Vielleicht könnt ihr mir auch Geschichten von euch erzählen. Also ich lerne auch gerne euch kennen und eure Geschichten. Also dann, bis zum nächsten Video und ciao.